Videospiele haben für mich Videospiele kaputt gemacht. Ich habe gerade Gris gespielt. Ein wahrhaft schönes Beispiel, das wieder zeigt, dass Videospiele mehr sein können als das, wofür viele sie abstempeln. Der spanische Maler Conrad Rosé oder Rosette, wie auch immer man das ausspricht, der meiner Meinung nach schon ewig mehr Aufmerksamkeit verdient, zeigt sich für den Look verantwortlich und die stellenweise schon fast an Explosions in the Sky erinnernde Musik kommt von Berlinist. Gris ist ein Spiel, das einen mit seinen Klängen und vor allem der Visualität für ungefähr 3 Stunden in seinen Bann zieht. Und auch wenn ich schon länger Fan von Rosettes Arbeit bin und an der Mechanik und Länge des Spiels nicht wirklich etwas auszusetzen habe, konnte ich es trotzdem nicht zu 100% genießen. Grund dafür ist eine universelle Spielmechanik, die mir mit der Zeit viele Spiele kaputt gemacht hat. Das Sammeln von Collectibles. Ich spreche hier nicht von Zutaten für Potions oder Teile, um Waffen zu verbessern, sondern von Items, die in der Regel der Geschichte des Spiels mehr Tiefe geben sollen, mittlerweile aber nur noch dazu dienen, die Spielzeit in die Länge zu ziehen. Also sowas wie die Federn aus Assassin's Creed oder den Lightseals aus den letzten Prince of Persia. Beides Ubisoft. Naja, egal. Oder diese verdammten Raben in God of War. Aber gut, war trotzdem ein super Spiel. Mehr dazu gibt's in meinem Asbach-uralten Video hier. Es ist aber eben genau diese Mechanik des Einsammelns, die einem das Spiel oder Level nicht mehr unvoreingenommen erleben, sondern überall nur potenzielle Hidden Walls und Verstecke sehen lässt. Sobald man das Gefühl hat, im Spiel Fortschritte zu machen, lieber nochmal umdrehen und gucken, ob in der anderen Richtung nicht vielleicht doch irgendwas versteckt liegt. Und genau das ist der absolute Killer für Atmosphäre und Immersion. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass man als Leveldesigner gerne sowas einbaut, nur damit die Spieler sich die Welt, die man selbst erschaffen hat, intensiver angucken. Oder als Autor noch das Quäntchen extra Inhalt ins Spiel quetschen wollte, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass der Großteil, wenn nicht sogar fast alle Collectible-Jäger sich aus genau einem dieser Gründe auf die Jagd begeben. Die Achievements oder Trophäen aus dem Hause Microsoft und Sony oder der Haken auf der Liste zum 100%igen Spielabschluss. Natürlich kann man die Schuld nicht einfach nur einem Faktor zuweisen und vermutlich gibt es auch genug Spieler, die gerne auf die Suche gehen. Unterstützende Guides sind im Netz immer gefragter Content, aber ich denke, man kann dennoch definieren, woran die Entwicklung liegt. Ich denke, die eben schon angesprochenen Achievements und Trophäen der Konsolenhersteller haben genauso dazu beigetragen wie die Entwickler selbst, die sie einbauen und zu guter Letzt natürlich auch die Spieler wie mich, die sich darauf einlassen, dass Collectibles eingesammelt werden müssen. Natürlich wird letzteren mit dem alten "Die erste Runde geht auf mich" Anfix-Trick nachgeholfen. Das erste Collectible ist nämlich immer ziemlich offensichtlich platziert. Trotzdem kann ich mich oft einfach nicht mehr von dem Gefühl freimachen, dass ein Spiel erst dann durchgespielt ist, wenn ich alles eingesammelt habe. Die Befriedigung bleibt aber mittlerweile einfach aus.